Wir sind erfreut, dass ihr auch im 3. Kapitel unserer Reise an unserer Seite seid. Wir schätzen eure Treue sehr und möchten euch mit einem herzlichen Grüezi, Servus und Hallo willkommen heißen. Heute ist unser 10. Reisetag und wir verlassen Malaga. Unsere Route führt uns ins bergige Hinterland von Marbella und endet nach etwa 265 Kilometern im kleinen Dorf El Colmenar. Sobald man die touristische Küste verlässt, ist man wieder allein mit dem Motorrad unterwegs. Dies ist genau das, was wir suchen. Nach etwas mehr als einer Stunde Fahrt erreichen wir das kleine Dorf Guaro. Anschließend steuern wir den berühmten Touristenort Marbella an, der für seinen luxuriösen Yachthafen sowie die schöne Altstadt mit historischen Gebäuden und engen Gassen bekannt ist. Im Zentrum von Marbella kommt es auf einigen Straßenabschnitten zu Verkehrsstaus, die ein ständiges Stop-and-Go erfordern. Auch außerhalb des Stadtzentrums herrscht reges Treiben und im Nachhinein hätten wir es vorgezogen, die Autobahn zu nehmen, um die Stadt zu umfahren. Kaum haben wir Marbella hinter uns gelassen, fängt das Navi an zu spinnen. Es will mich im Zickzack herumführen und zeigt eine Routenlänge von mehreren tausend Kilometern an. Auf die Schnelle lässt sich das Ganze nicht korrigieren. Zum Glück hatte ich jedoch parallel zur Route auch einen Track der Strecke auf dem Display, dem wir nun folgen können. Den Tipp hatte ich auf dem YouTube-Kanal von Gradmelder24 entdeckt. An dieser Stelle besten Dank. Der Link zum Video findet ihr unten eingefügt. Nebenbei habe ich auch alle Routen als Backup auf dem Navi gespeichert. Dort benutze ich dann die App von Kurviger. Es geht wieder in die Berge und wenn es uns auf den großen Hauptstraßen zu bunt wird, biegen wir in die kleineren Provinzstraßen ab. Hier hat es fast keinen Gegenverkehr und wir können die Fahrt so richtig genießen. Wir erreichen das kleine Dorf Juscar, welches in der Sierra de Ronda liegt und für seine ungewöhnlichen Häuser bekannt ist. Im Jahre 2011 wurde das Dorf von Sony Pictures als Werbekampagne für den Film Die Schlümpfe ausgewählt. Die Bewohner stimmten zu, ihre traditionell weißen Häuser für die Dauer der Kampagne blau anzustreichen. Die Kampagne war ein großer Erfolg. Nachdem der Film abgedreht war, stand das Dorf jedoch vor der Entscheidung, ob es die blauen Häuser behalten oder wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehren sollte. Die Bewohner entschieden sich schließlich dafür, die blauen Häuser zu behalten, da sie eine wichtige Einnahmequelle für den Tourismus darstellen.
Da wir Papa Schlumpf und die Seinen nicht gefunden haben, geht es für uns weiter, denn wir haben erst die Hälfte der Strecke hinter uns. Andalusien ist bekannt für seine weißen Dörfer, von denen einige touristisch sehr berühmt sind, während andere etwas weniger bekannt sind. Für uns haben alle ihren gewissen Charme und gerade die weniger bekannten sind nicht so überfüllt mit Touristen und laden zu einer Besichtigung ein. Eines der großen Probleme Spaniens sind die Waldbrände. Im Jahre 2022 wurde bei über 490 größeren Bränden eine Fläche von über 306.000 Hektar zerstört. Das ist in etwa die Fläche Belgiens. Auch Andalusien ist davon stark betroffen. Und man entdeckt immer wieder ganze Hügelzüge mit verbrannten Bäumen. Eines der bekannteren weißen Dörfer ist das malerische Dorf Casares. Es liegt auf einem Hügel und bietet einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft und das Mittelmeer. Die engen Gassen und weiß getünchten Häuser
verleihen dem Dorf einen charmanten und traditionellen Charakter. Es ist schon fast 19 Uhr, als wir das in den Bergen liegende Dorf El Colmenar erreichen. Unsere heutige Unterkunft ist das Hotel Hospederia Las Buitreras. Ein einfaches, aber schönes Hotel mit einer sehr guten und traditionellen Küche. Zum Abendessen gibt es Migas, ein traditionelles Bauerngericht, das sich sehr von den bei Touristen bekannten Gerichten unterscheidet, aber absolut empfehlenswert ist. Den Abend beschließen wir bei einem Glas Wein und freuen uns auf die morgige Tour. Nach einem gemütlichen Frühstück verlassen wir El Colmenar, wo kurz nach dem Dorfausgang ausgedehnte Korkeichenwälder auf uns warten. Korkeichen sind in Andalusien weit verbreitet und spielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft und Kultur der Region, da ihre dicke Rinde zur Herstellung von Korkprodukten wie Flaschenverschlüssen, Bodenbelägen, Dämmmaterialien und vielen anderen Produkten verwendet wird. Unsere heutige Fahrt führt uns zuerst durchs bergige Inland. Danach ist ein Besuch von Gibraltar geplant, bevor es zum südlichsten Punkt des iberischen Festlands geht. Übernachten werden wir dann in Zahara de los Atunes. Bis fast an die Küste begleiten uns die riesigen Korkeichenwälder. Kein Wunder, wird doch etwa 25% der europäischen Korkeiche in Andalusien produziert. In der Ferne zeichnet sich bereits das britische Überseegebiet Gibraltar ab, welches sich an der Südspitze der Iberischen Halbinsel befindet.
Bekannt ist es für seinen imposanten Felsen, der eine Höhe von 426 Meter erreicht und eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Gebietes spielt. Wir sind gut vorbereitet, haben wir doch unsere Pässe mit dabei. Denn seit dem Brexit gehört Gibraltar nicht mehr zur EU und der Zutritt ist, soweit ich feststellen konnte, nur noch mit einem gültigen Pass möglich. Vor 3 Wochen, am 31. März 2023, wurde der neue 350 Meter lange Kingsway-Tunnel eröffnet. Mit der Eröffnung des Tunnels wurde die Überquerung des Flughafenrollfeldes mit motorisierten Fahrzeugen eingestellt. Eigentlich schade, denn darauf hatten wir uns sehr gefreut. Unser Ziel ist der Europa Point, ein atemberaubender Aussichtspunkt, der sich an der südlichsten Spitze der Halbinsel befindet. Von hier aus hat man einen spektakulären Blick auf das Mittelmeer und die afrikanische Küste. Der Aussichtspunkt ist auch bekannt für den Europe Point Lighthouse, ein Leuchtturm, der zu den ältesten in Europa gehört und immer noch in Betrieb ist. Als wir auf den Parkplatz fahren, treffen wir auf einen griechischen Motorradfahrer, den wir gestern im Hotel kennengelernt hatten. Nach einem kurzen Schwatz geht es für ihn nach Cadiz und für uns zum Leuchtturm. Okay. Have a nice day, yeah. Bye. Wir stehen vor dem Europe Point Lighthouse, ein Leuchtturm, welcher 1841 erbaut wurde und seitdem mehrfach modernisiert wurde. Unweit des Leuchtturms steht die Hardings Battery, eine restaurierte Artilleriebatterie, welche auf das Jahr 1859 zurückgeht. Gleich daneben liegt das Sikorsky-Denkmal, welches an den Absturz einer B-24 vor Gibraltar im Jahre 1943 erinnert. Aus dem Augenwinkel sehe ich hinter dem Denkmal im Meer etwas Eigenartiges. Was ist das? Ich kann es kaum fassen. Ein U-Boot! Wie sich später herausstellt, handelt es sich dabei um die USS San Juan, ein Atom-U-Boot der Los Angeles-Klasse. Diese tauchen eigentlich nie auf, vor allem nicht hier im Mittelmeer. Wir machen uns erneut auf den Weg. Unsere Route führt uns entlang der Ostseite des Felsens von Gibraltar. Dabei genießen wir die malerische Küstenlandschaft zu unserer rechten Seite. Bei der Sandy Bay erblicken wir ein Schiffswrack, welches 2022 nach einer Kollision hier gesunken ist. Eine Umweltkatastrophe konnte glücklicherweise trotz auslaufendem Diesel und Öl vermieden werden. Wir verlassen Gibraltar und sind zurück auf spanischem Boden. Die Fahrt nach Tarifa dauert nicht lange. Für ein kurzes Stück nehmen wir die Autobahn und umfahren so Algeciras. Von weitem erkennt man den Strand von Tarifa. Auch der Wind hat massiv zugenommen. Kein Wunder ist der Ort als Wind- und Kitesurf-Paradies bekannt.
Unser Ziel ist die Isla de Tarifa, die gleichzeitig der südlichste Punkt der Iberischen Halbinsel ist. Leider ist der Zugang zur Insel gesperrt, da diese militärisch genutzt wird. Der Wind weht so stark, dass der Sand in jede Ritze kriecht und uns umhüllt. Hier noch eine kurze geografische Lektion. Links erstreckt sich das Mittelmeer, rechts der Atlantik. Trotzdem nehmen wir uns kurz Zeit für ein Erinnerungsfoto, bevor wir uns auf den Weg zu unserem Tagesziel Sahara de los Atunes machen. Auf dem Weg zu unserem Tagesziel habe ich noch einen kleinen Abstecher zu Duna de Valdevaqueiros geplant, eine beeindruckende Sanddüne unweit von Tarifa. Entlang der Düne verläuft eine Straße, doch diese ist nicht immer leicht zu befahren. Bis zu 30 cm Sand bedecken den Asphalt und machen das Fahren mit dem Motorrad zu einer Herausforderung. Zudem weht ein kräftiger Wind, der unsere Helme mit Sand füllt. Trotzdem genießen wir die beeindruckende Landschaft. Bei der Punta Paloma schauen wir nochmals rüber nach Afrika, welches sich nach wie vor hinter dem Dunst versteckt. Danach geht es die gleiche Strecke zurück zur Hauptstraße. Noch ein letzter Blick über die Düne, dann geht es aber endgültig nach Sahara de los Atunes. Gemütlich fahren wir unserem Ziel entgegen, dem malerischen Fischerdorf Sahara de los Atunes. Hier erwartet uns eine atemberaubende Kulisse aus wunderschönen Stränden und kristallklarem Wasser. Die Fischer von Sahara de los Atunes sind seit Jahrhunderten für ihren Thunfischfang bekannt, der zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in der Region geworden ist. Kein Wunder also, dass die lokale Küche von köstlichen Thunfischgerichten geprägt ist. Am Abend lassen wir uns im lokalen Restaurant Casa Juan die eine oder andere Thunfischköstlichkeit servieren. Zum Abschluss gibt es meine Lieblingssüßspeise Arroz con Leche. An dieser Stelle beenden wir dieses Kapitel. Doch keine Angst. Wir sind noch lange nicht am Ende. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Wir sagen Adios, bis zum nächsten Mal.